Die Frage stellt sich ja jedes Jahr. Dieses Jahr unter den Bedingungen so hoher Düngerpreise drängt sie sich besonders auf, kann die Zwischenfrucht Dünger sparen? Das beantworten wir dir in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Mein Name ist Christoph Gutscher. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Wir schauen uns an, kann die Zwischenfrucht Dünger sparen? An dieser Stelle wie immer, wenn dir die Videos gefallen, wenn dir gefällt, was wir hier machen, dann abonniere doch gerne den Kanal in den sozialen Medien. Wir sind auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube, haben einen Newsletter auf unserer Website, überall gerne gesehen und natürlich auch, wenn du uns weiterempfiehlst. Also, kann die Zwischenfrucht Dünger sparen? Prinzipiell müssen wir uns die Frage stellen, beginnend, wie soll die Zwischenfrucht überhaupt Dünger sparen, sprich Nährstoffe der Folgekultur zur Verfügung stellen. Da gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Die Zwischenfrucht kann entweder Nährstoffe, die im Boden während der Zeit, wo sie wächst, in der Bodenlösung vorhanden sind, die sie speichern, die sonst ausgewaschen werden würden. Und das ist Fakt, das ist nachgewiesen. In jedem Fall, wenn eine Zwischenfrucht am Acker wächst, speichert sie Nährstoffe, die sonst verloren gegangen wären, einfach wenn eine Schwarzbarheit da wäre, weil diese Nährstoffe gebunden werden in der Zwischenfrucht. Und die zweite Möglichkeit ist Nährstoffe aus der Luft, eigentlich Stickstoff aus der Luft, der von Leguminosen in Kombination mit Knöchelbakterien gebunden wird. Das heißt, eine Zwischenfrucht, in jedem Fall, in dem du eine Zwischenfrucht auf den Acker stellst, wie auch immer sie aussieht, wird Nährstoffe speichern und Nährstoffe bringen in deinen Kreislauf, in deinen Nährstoffkreislauf, weil sonst wären sie entweder verloren gegangen, ausgewaschen oder was auch immer, jedenfalls verloren gegangen, in tiefere Schichten verlagert oder nicht aus der Luft gespeichert werden. Das heißt, in jedem Fall vergrößern wir den Nährstoffkreislauf durch eine Zwischenfrucht. Die Frage ist natürlich, wie viel Nährstoffe speichert eine Zwischenfrucht? Und die Frage lässt sich relativ einfach beantworten, in erster Linie ist das abhängig davon, wie dick die Zwischenfrucht ist. Ja, wie viel Trockenmasse pro Hektar liegt. Ganz klar, je mehr Trockenmasse die Zwischenfrucht hat, desto mehr Stickstoff, desto mehr Phosphor, desto mehr Kali, alle Nährstoffe, desto mehr Nährstoffe sind einfach gebunden. Ob die jetzt aus der Bodenlösung gekommen sind, durch eine Düngung gekommen sind oder aus der Luft gebunden worden sind, ist irrelevant. In erster Linie ist klar, je dicker die Zwischenfrucht ist, desto mehr Nährstoffe habe ich gerettet über die Zeit, in der die Zwischenfrucht wächst. Welche Nährstoffe das sind, wir sprechen jetzt primär von der Masse über der Erde. Unter der Erde, die Wurzelmasse, die wird meistens hintangestellt, weil es auch noch nicht so viel Forschung dazu gibt. Über der Erde ist es so, natürlich, drängt sich dann die Fragestellung auf, welche Nährstoffe sind in dieser Trockenmasse in der Zwischenfrucht gebunden, und das hängt von den Pflanzen ab. Es gibt Pflanzen, die haben relativ mehr Stickstoff zum Beispiel, da sind ganz klar die Leguminosen vorne, das heißt, Leguminosen haben pro Kilogramm am meisten Stickstoff enthalten. Das heißt, wenn es um Stickstoff geht, wissen wir in der Zwischenfrucht, dann geht es um Leguminosen. In der Effizienz, sozusagen im relativen Anteil an Nährstoff, Stickstoff in der Zwischenfrucht, in der Trockenmasse. Phosphor wird zum Beispiel verhältnismäßig hoch von Leindotter oder Phacelia gespeichert. Kali etwa von Ramtilkraut, also im Ramtilkraut ist etwa relativ viel Kali drinnen. Im Tiefenrettich, im Tillage Radish oder Melorationsrettich, der enthält relativ viel Schwefel. Das heißt, es gibt in vielfältigen Zwischenfruchtmischungen überall Pflanzen, die spezialisiert sind, wenn man so will, oder halt relativ hohe Nährstoffgehalte haben. Du siehst vielleicht in diesem Video, vielleicht auch in anderen Videos, ich habe eine große Leidenschaft für Zwischenfrüchte, mich begeistert das Thema, dessen beschäftige ich mich sozusagen auch in meinem Brotberuf damit. Wir bieten Zwischenfruchtmischungen an, wir entwickeln die. Es gibt Standardmischungen, es gibt individuelle Mischungen, die wir mit dir gemeinsam entwickeln können, ab 25 Hektar. Wenn dich das interessiert, dann trete gerne mit uns in Kontakt auf unserer Website www.farmtofarm.eu oder über die sozialen Medien in den diversen Kanälen. Ich würde mich freuen, jetzt geht's weiter. Also wir wissen grundsätzlich, wie kann die Zwischenfrucht Nährstoffe in den Kreislauf bringen oder Dünger sparen. Wir wissen zweitens, wovon das abhängig ist, nämlich erstens einmal von der Masse der Zwischenfrucht und zweitens von den Arten, und eine vielfältige Mischung speichert damit auch vielfältige Nährstoffe. Die Frage ist natürlich, das Ganze ist ja jetzt gebunden, organisch gebunden in der Trockenmasse, liegt am Acker. Wie soll das pflanzenverfügbar werden? Und das dafür verantwortlich ist ganz klar die mikrobielle Aktivität, das Bodenleben.
Das bedeutet, wenn da Blattmasse am Acker liegt, dann verwittert die ja nur. Wenn keine Biologie da ist, dann wird sie vom Wind verweht, wird von der Sonnenstrahlung beeinflusst, geht in die Luft, was auch immer, wird jedenfalls nicht verwendet und geht nicht in den Kreislauf des Bodens, wenn sie nicht von Lebewesen verwertet wird. Und diese Stroh oder diese Blattmasse, diese Trockenmasse, die muss von Regenwürmern in den Boden gezogen werden, damit sie von Bakterien zerlegt wird. Die Regenwürmer selbst fressen das Material ja nicht. Die können ja nur sozusagen schon verwertete organische Masse aufnehmen, deswegen ziehen sie es rein. Im Boden kommen dann die Bakterien, zerlegen das. Über der Erde und unter der Erde spielen Pilze auch noch eine bedeutende Rolle im Zersetzen der organischen Masse. Und dann kommen die nächsten Bodenlebewesen, Einzeller, Nematoden, was es alles gibt, die alle das Material so weit zerlegen, dass es dann pflanzenverfügbar wird letztlich. Das heißt, die Biologie ist entscheidend und damit ist entscheidend, erstens, wie viel Potenzial habe ich an Bodenleben, an mikrobielle Aktivität im Boden, und das ist davon abhängig, welchen Fokus lege ich darauf, dass das Bodenleben gefördert wird. Das heißt, wie hoch ist der Humusanteil, das heißt, wie viel Wirtschaftsdünger verwende ich, welche Bodenhilfsstoffe setze ich ein, wie ist allgemein die Wirtschaftsweise, versuche ich, das Bodenlebewesen zu fördern. All diese Faktoren haben eine Auswirkung darauf, ob das Potenzial an mikrobieller Aktivität hoch ist. Und wenn das Potenzial hoch ist, dann kann natürlich diese Blattmasse, diese organische Masse der Zwischenfrucht, schneller verwertet werden. Und das ist aber dann auch noch abhängig von 3 ganz wichtigen Faktoren: Feuchtigkeit, Temperatur und Sauerstoff. Diese 3 Faktoren sind ganz entscheidend, das sollte man immer im Kopf haben, für die mikrobielle Aktivität. Wenn es zu trocken ist, arbeiten die Bakterien und Pilze und Regenwürmer nicht oder nur vermindert. Wenn es zu nass ist, wenn es Staunässe ist, arbeiten sie auch nicht. Das heißt, im besten Fall hat man einen feuchten Boden, der nicht zu trocken und nicht zu nass ist. Wenn es zu kalt ist, arbeiten die Mikroorganismen nicht. Wenn es zu heiß ist, aber auch nicht. Das heißt, ab 10 Grad bis 25 Grad im Frühjahr, in der konkreten Fragestellung der Zwischenfrucht, geht es eher darum, wann wird der Boden ausreichend warm, dass das Material der Zwischenfrucht umgesetzt wird. Und drittens, Sauerstoff. Alle Mikroorganismen, Organismen, die für uns, oder fast alle, die für uns relevant sind und dafür verantwortlich sind, dass organische Masse umgesetzt wird und dann letztlich pflanzenverfügbare Nährstoffe überbleiben, brauchen Sauerstoff. Das heißt, der Boden muss durchlüftet sein, es darf keine Verdichtungen geben, der Boden muss einfach eine gute Struktur haben. Und diese Faktoren sind nun verantwortlich dafür, dass diese Zwischenfruchtmasse, die an der Oberfläche liegt, verwertet wird. Wie schnell das passiert, das ist also davon abhängig, erstens, wie schnell die Bodenlebewesen arbeiten, und zweitens auch von der Qualität der Zwischenfrucht. Und zwar gibt es Zwischenfruchtmaterial, also abgeschorene Zwischenfrüchte, Pflanzenteile, die langsam und schwierig zu verwerten sind. Das ist zum Beispiel strohiges Material, das ist holziges Material. Das heißt, oft hat das Material ein weites Zehenverhältnis, enthält viel Lignin. Das ist alles Material, das langsam und unter großen Anstrengungen von den Bodenlebewesen verwertet werden kann. Wohingegen Material, Blätter oder Pflanzenreste aus Leguminosen mit einem engen Zehenverhältnis leicht und gut verwertet werden können und die wesentlich schneller umgesetzt sind als Stroh. Das heißt, entscheidend ist erstens, wie viel Masse an Zwischenfrucht habe ich, und zweitens, wie ist das verteilt? Gibt es viel Leguminosenanteilig oder gibt es viel Anteil an strohigem Material, das lange verwertet werden muss? Und dann können wir noch in der Bewirtschaftung beeinflussen, wie schnell diese mikrobielle Aktivität angeregt wird, nämlich indem wir versuchen, Sauerstoff in den Boden zu bringen und indem wir versuchen, den Boden schneller warm werden zu lassen. Das heißt, jeder Eingriff, jede Bodenbearbeitung führt gezwungenermaßen dazu, dass entweder Sauerstoff in den Boden kommt oder dass die Temperaturen sich erhöhen. Damit ist auch klar, warum ein Direktsaatbestand, also ein Bestand, wo meist direkt in die Zwischenfrucht gesät wird, meistens langsam in der Entwicklung ist als ein Mulchsaatbestand, wo eine Bodenbearbeitung passiert ist. Auch wenn das nur eine seichte war, dann ist der Boden erwärmt, Nährstoffe werden schneller frei als bei der Direktsaat, und das heißt, dass möglicherweise bei der Direktsaat sogar, wenn es um die Frage geht, wie viel Dünger die Zwischenfrucht bringt, dass bei der Direktsaat sogar früher Dünger notwendig ist als
bei der Mulchsaat, weil, und deswegen wird oft bei der Direktsaat ja Unterfuß gedüngt, weil eben der Boden langsam in Schwung kommt. Aber Fakt ist, und wenn wir sozusagen diese Frage beantworten wollen, kann die Zwischenfrucht Dünger sparen? Ja, sie kann es. Die Frage ist nur, wann ist der Zeitpunkt? In Summe wird aber auf jeden Fall die Zwischenfrucht Nährstoffe in den Kreislauf bringen und je länger das dauert, bis das Material der Zwischenfrucht verwertet wird, desto später kommen diese Nährstoffe in den Kreislauf hinein. Das ist aber gerade ja oft erwünscht beim Mais, wo erst ab dem 8-Blatt-Stadium zum Beispiel der größte Bedarf an Stickstoff ist. Also, die Frage können wir beantworten. Ja, wir können Dünger mit der Zwischenfrucht sparen, aber wir sollten versuchen zu wissen oder einschätzen können, wann diese Nährstoffe sozusagen frei werden oder pflanzverfügbar werden. Ich hoffe, dass aus diesem Video was mitnehmen können. Ich hoffe auch, dass wir uns wiedersehen beim nächsten Mal. Bis bald.